Hallo meine Lieben, Tag 9 meiner Weihnachtskarten-Challenge und heute arbeiten wir mit diesem Stempelset. Und was wir damit genau machen, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute basteln werden, diese Karte mit dem Hirsch und ein paar Labels, die hier unten mit dem Bakers Yarn dran gebracht werden, und hinten ist die Karte gemattet. Genau das machen wir. Für diese Karte brauchen wir Folgendes. Ich nehme hier diesen kleinen Hirsch, den stemple ich auf eine weiße Karte. Ich habe hier keine passenden Stanzen dazu, das heißt, ich werde hier Fussy Cutting machen müssen. Dann habe ich hier verschiedene Labels. Das sind so kleine Stanzformen, die so in der Form von einem Geschenklabel sind. Und ich habe Papier in Weiß und in Rot und in Grau. Das heißt, ich werde hier mit dieser Stanze werde ich Grau und Rot ausstanzen und auch entsprechend dann die Stempel aufbringen. Ich habe einen Stern und ein solches langes Label. Die Karte selber, wir arbeiten wie immer mit der Basiskarte. Das sind 21 cm x 14,8 und gefalzt bei 10,5. Dann habe ich in derselben Größe eine Mattung, die ist 14,8 x 10,5. Das Papier, das habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt, ne? Das ist dieses Designpapier von Coop. Dann habe ich einen Streifen geschnitten, der ist 5,5 x die 14,8, weil der kommt schräg über die Karte, und damit der ein bisschen stabiler ist, habe ich dasselbe noch in Weiß ausgeschnitten und das kleben wir dann zusammen. So, das wird die Karte sein. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach gleich an mit dem Stempeln. Dazu nehmen wir das Stamping Tool wie immer. Eines der Elemente, nämlich der Hirsch, den muss ich mit der Memento stempeln, weil den werde ich nachher noch kolorieren. Dann machen wir auch gleich weiter mit den restlichen Stempeln. Und hier einfach genug Platz lassen, damit ihr das dann auch ausstanzen könnt. Die stemple ich jetzt mit der StarZone. Jetzt können wir auch schon hingehen und die kleinen Teile hier ausstanzen. Ich klebe noch kurz ein paar Klebestreifen drauf, einfach damit ich sicher sein kann, dass mir das dann in der Maschine nicht verschiebt. So, ich habe jedes dieser Teile zweimal ausgestanzt, einfach damit ich die zusammenkleben kann und die ein bisschen stabiler werden, weil die werden dann auf die Karte gehängt. Hier noch ein kleiner Tipp, wie ihr seht, jetzt hat es hier oben nicht ganz sauber gestempelt und da kann man effektiv einfach einen schwarzen Stift nehmen und das kurz ein bisschen korrigieren. Und dann passt es auch schon.
So, was ich jetzt machen werde, ist diesen Hirsch einfärben oder kolorieren. Und die Copics, die ich verwende, die werde ich euch oben ins Bild schreiben. So, und wenn wir den koloriert haben, dann müssen wir den natürlich noch ausschneiden. Und denkt immer dran, ne, wenn ihr Fussy Cutting macht, dreht nicht die Schere, sondern dreht das Element. Das geht viel, viel, viel einfacher. So, der Kleine ist ausgeschnitten und jetzt können wir eigentlich schon anfangen, die Karte zusammenzusetzen. Das Designpapier bringe ich mit dem Snail auf. Dann klebe ich hinten auf diesem grauen Streifen den weißen Streifen. Das mache ich mit Flüssigkleber. Auf den Hirsch kommen die Dimensionals. Dann klebe ich die Labels noch zusammen. Dem hier gebe ich auch kurz noch ein kleines bisschen Farbe. Und was ich dann noch machen will, weil wenn ich jetzt den Hirsch hier auf diese Karte lege, dann steht der so ein bisschen alleine da, ne? Das wäre ein bisschen langweilig, weil die Labels kommen dann hier unten dran. Das heißt, hier oben muss noch ein bisschen was passieren. Und da werde ich effektiv diese Tannen nehmen und den Weihnachtsbaum auf der anderen Seite. Und das stemple ich dann mit der Starone. Und da will ich jetzt eigentlich gar nicht zu viel machen, sondern nur so Schwerpunkte kurz legen. Das heißt, ich färbe die Kugeln kurz rot und den Stern oben auch. Und da drüben gebe ich den Schneeflocken mit dem Jelly Pen einfach ein bisschen weiß. Mehr will ich hier auch gar nicht machen, weil es soll ja der Hintergrund sein. So, und jetzt ist es so, dass wir das hierhin anbringen werden
er soll oben ein bisschen drüber hinausstehen und unten kommen die Labels dran. Das heißt, wir müssen genug Platz haben, damit die Labels hier auch hängen können. Und wie bringen wir jetzt die Labels hier dran? Na, ihr seht, die 3 haben schon Löcher drin. Jetzt mache ich in den Stern auch noch ein Loch rein. Das ist so eine Lochzange, die ist echt super für solche kleinen Dinge. So, und dann nehme ich effektiv Bakers Yarn, und zwar soll das einmal vorne durchpassen und dann noch einmal hinten durch. Das heißt, ich nehme das in der doppelten Länge. Und dann brauche ich in dieser Hintergrundkarte auch noch 2 Löcher. Schön jeweils in den Ecken. Weil was wir jetzt machen, ist, wir ziehen dieses Garn hier durch, holen uns die Labels. Und dann gehen wir auf der anderen Seite hier auch wieder durch. Dann geht es darum, das hier hinten einfach festzubinden. Und damit mir die Schnur hier nicht hervorguckt, mache ich die kurz mit einem Klebestreifen fest. So, jetzt könnt ihr euch die Labels so auf diesem Streifen so ein bisschen verteilen. Und dann platzieren wir das, dass es passt. Ist egal, wenn die ein bisschen aufstehen, wir lösen das gleich, das Problem. Jetzt, da wir diesen Faden hinten haben, können wir die ja nicht flach anbringen. Und deshalb arbeiten wir hier mit diesem Foamband. Geben hier rechts und links und so in der Mitte einen Streifen von diesem Band drauf. So, das Band ist dran, und damit ich jetzt sicher sein kann, dass ich hier oben genug Platz habe, mache ich jetzt den Rudolf schon drauf. Da haben wir ja hinten dran Dimensionals drauf, die könnt ihr jetzt einfach ablösen. Dann platzieren wir den genau da, wo wir den haben wollen. Möglichst gerade, ne? So, und jetzt könnt ihr hinten auch diese Abdeckung abziehen. Und jetzt können wir das so auf die Karte bringen, dass oben das Geweih noch auf der Karte selber drauf ist. Ich orientiere mich jetzt hier rechts und dann versuche ich möglichst gerade das anzubringen. Und das ist die Karte, die ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Lust, die Karte nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, habe ich euch unten in die Links reingestellt. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt unten auch auf die Glocke. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis bald!